Hallo zusammen, mein Name ist Anna-Maria Beugert und ich habe ja euch versprochen, ich werde sicher noch einen 6. Teil machen, vielleicht gibt es sogar noch einen 7. Teil. Und zwar, Themen sind immer noch gleich. Das Gleiche geht immer noch um Anklage gegen Karin Keller-Sutter, ihre Ehemann Morten Sutter und Jacqueline Fair. Das ist die Justiz verantwortlich für Zürich. Genau. Und dann noch Forschung. Unispital Forschung. Forscher. Geht um dieses Thema. Ähm, heute tue ich euch erzählen, Entschuldigung, wenn ich muss. Ja, ich habe es wieder getan. Excuse. Es ist, Entschuldigung, ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Entschuldigung vielmals, aber ich weiß, dass ihr Deutscher ganz bestimmt auch Schweizerdeutsch. Sicher versteht ihr auch Schweizerdeutsch ein bisschen oder auch sehr viel. Entschuldigung, ich hab's verpasst. Aber ich gehe nicht wieder retour, sondern ich gehe weiter. Und zwar, heute erzähle ich euch, und ich muss leider wieder runterlesen, denn ich bin nicht so ein Profi. Genau. Es geht heute um die Themen, es sind Institutionen, wo sämtlich, zum Beispiel Behörde, Ämter, Spitaler, Forscher, wo mit meiner unglaubliche Horror, brutale Geschichte, Schnitt in meinem Leben und meiner Töchterleben bis hierher gemacht hatten. Ihr wisst genau, diese Leute, ihr wisst sicher, ich habe hier schon ein paar Videos gemacht und ich erzähle nicht die ganze Quatsch. Ich mache einfach jetzt weiter, okay? Gut. Moment bitte. Okay, und das Ganze ist immer noch beeinflusst von Karin Keller-Sutter mit ihrem Mann, Ehemann Morten Sutter, denn die Geschichte geht zum einen für diese Kinderpornografie, wo ihr Mann 1000% beteiligt ist und zum Zweiten mit meinem Tumor. Und da das er ja gesundheitsverantwortlich ist für Kanton Zürich und ich weiß nicht, ob er noch weitere Kantone verantwortlich ist, ähm, genau, trifft es leider diese Situation. Und glaub mir, ich wollte das nicht. Und ich bin nicht wegen Geld hier. Ich will nur meine Kinder zeigen, erstens, man gibt nicht auf. Zweitens, man schlägt zurück, wenn man überhaupt nichts getan hat. Ich habe null getan. Ich sag's nochmal, ich habe nur diese Kinderschreien, diese abnormale Kinderschreien, bin ich bei der Polizei gemeldet, wo ich, Jesus Gott, über Jahre habe ich die gehört. Ganz, ganz schlimm. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Und das ist leider eben Kinderpornografie gewesen. Und das hat mit diesem Morten Keller zu tun. Gut, jetzt gehe ich weiter. Genau. Ähm, Moment bitte, Forschung, dann kommen weitere Ämter. Okay, jetzt erzähle ich noch diese Ämter, wo diese, ja, skandalös in diese ganze Geschichte bei mir sind. Ihr müsst euch Popcorn holen und zurücklehnen. Das glaubt man einfach nicht. Das passiert hier in der Schweiz. Stellt euch das vor. Alle diese Leute, wo früher so ein Skandal erlebt hatten und sich nicht konnten wehren, oh mein Gott, es tut mir so unendlich leid, aber ich kann es und ich werde mich wehren, denn ich kann ja gar nicht aufhören. Für was soll ich aufhören? Ich habe ja nichts getan. Wie kann man aufhören, wenn man nichts getan hat? Versteht ihr das? Ich weiß, dass ihr das versteht. Okay. So, jetzt fangen wir an mit. Ich habe es gesagt. Jetzt geht's los mit Forschung. Genau, Moment bitte. In meiner Geschichte sind sämtliche Richter, Bezirksgericht Bülach, das sind Richter. Man muss sich das vorstellen. Alle Richter sind involviert in diese unglaubliche Geschichte. Also Bezirksgericht.
Dann haben wir das Obergericht und Obergericht Zürich und zum Schluss Bundesgericht Bern. Die sind einmal ganz bestimmt befangen. Die sind befangen von dieser unglaublichen Geschichte. Eben, weil sie decken diese Bundesrätin. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich Strafe mache, also irgendwelche klaue oder irgendwie irgendetwas anderes Böses zu Leid für einen anderen Mensch mache und ich verwirrt werde, dann muss ich auch mich hinhalten und meine Strafe bekommen. Also Entschuldigung, dann sollen sie es aber auch bekommen. Denn das, was sie mit mir und meiner Familie gemacht hat, das geht nicht. Ich habe euch gesagt, ich halte mich doch nicht hin für diesen Mann seine, you know what, sein Gelied. Das Teil. Ich glaube, ich weiß es nicht. Einfach, ich halte mich nicht hin für diese Sache. Ich nicht. Okay, weiter. Bezirksbildung habe ich gesagt. Bern. Befangen. Auch gehören in meine brutale Lebensschnitt, dass ich hundertprozentig unschuldig bin. Eben, ich habe nichts mit diesem Monster zu tun. Jetzt kommt's. Opfikon. Ich wohne ja in Opfikon, richtig. Da ist Betreibungsamt dabei. Kesp, Opfikon, die haben alle mitgemacht. Alle haben Befehl ge... Darf ich's? Ich mache nur so. Ich mache nicht diese da. Ah, auf alle Fälle, die haben alle zugehorcht. Wie blöd sind die? Die Kesp habe ich gesagt. Fes, Glattburg. Fes, das ist Beistandschaft. Und Beistandschaft, wo sie mich auch einfach angehängt hatten, weil sie wussten, sie wussten, dass ich eine starke Frau bin. Sie hatten das gemerkt und dann wollten sie mit die größte Bombe auf mich kommen. Dann haben wir, das sind zwei Polizisten von Opfikon gewesen, die, wo mich per Handschelle ausgeführt hat, also aus der Wohnung. Ich habe ja Handschellen angelegt. Ja, die sagten zum Beispiel, die Türe war offen, oder bei mir. Ich wusste, sie kommen mich jetzt wegen dieser unglaubliche Rauschmiss, aber ohne meine Fehler. Das ist ja wegen dieser Karin Keller-Sutter und dieser Abdulanis oben, da die Iraki-Familie, wo diese Pornografie eben gemacht hatten. Dann wollten sie mich raus aus dieser Wohnung haben, weil eben jetzt dieser Tag ist gekommen, der 27. Februar, und danach hatten die gesagt, so, das ist der Tag, Sie müssen raus. Gut, ich habe den Laptop in der Hand gehabt und ich wollte, dass ich das alles aufnehme, damit ich das beweisen könnte, oder? Jetzt ist die Tür offen gewesen und die sagen sogar in einem Beschluss, ich habe es gelesen von Obergericht oder von Bülach, Richter, was auch immer, sie mussten mit Gewalt, müssten sie in meine Türe reinkommen und die lügen. Und dann wollte er es mir wegnehmen und ich sagte, nein, ich muss das meine Töchter zeigen, was das mit mir passiert, was da jetzt passiert. Da hat es runtergeschmissen und dann so ein paar Sekunden später, ich habe ja nichts mehr danach gemacht, habe ich schon die Handschellen angehabt. So geht das, genau. Gut, eben deswegen sage ich diese zwei Polizisten von Opfikon Gladbrook. Denn weiter geht's. Moment bitte. Betreiben habe ich gemacht. Polizei, ja. Dann haben wir Polizei Flughafen. Die sind auch drin. Die haben auch Dreck am Stecken. Dann haben wir Walliselle Polizei. Auch. Ich war überall. Ich sagte überall diese Geschichte wegen dieser Kinderschreien. Ich bin überall gegangen. Niemand hat mir geglaubt. Niemand wollte mir glauben. Ähm, genau, sagte ich Walli selber. Denn auch involviert sie ist Schreibdienst in Opfikon. Das ist so gewesen bei dieser Schreibdienst. Ihr merkt ein bisschen, ich kann hier nicht so perfekt Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch und auch nicht so schreiben, denn ich bin eigentlich in Amerika geboren, San Francisco. Und meine Mutter ist aber Schweizerin
und mein Papa war ja Tschech. Die haben sich kennengelernt, dann sind die nach Amerika ausgewandert. 16 Jahre, da wurde ich geboren. Und ihr wisst ja, in Amerika, wenn dort jemand geboren wird, ist man automatisch American Staatsbürger. Genau. Jetzt, Moment bitte. Die Cybermilch. Nein, stopp. Wo bin ich gewesen? Stopp, 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 stopp. Jetzt macht irgendjemand Spaß mit mir und cybert mich. Treibungsanfest, Abwägung, Entschuldigung. Genau, jetzt kommt mit dieser Schreibdienst. Ähm, deswegen kann ich ja nicht so gut Deutsch. Dann durch das, dass ich hier sehr viel bombardiert werde für diese Beschlüsse, Gerichte, und überhaupt für Sachen, hatte ich mir gedacht, okay, ich nehme dieses Angebot wahr und gehe in diese Schreibdienst in Opfikon. Und mir ist aufgefallen, da sind plötzlich sehr viel Forscher wegen meiner Tumor. Ihr wisst ja, ich habe diese neuroendokrine Tumor und ähm, der macht immer so also Messungen bei mir, dann zittert es immer hin und her und macht die unglaublichste brutale Schmerzen, wenn er groß wird. Und jetzt leider ist es auch wieder soweit. Er ist jetzt wieder groß, genau. Aber in dieser Zeit, wo ich bei dieser Schreibdienst war, ähm, ich bin mir vorgekommen, als ob die Forscher, ähm, wie das eine Massenvergewaltigung ist. Auch wenn ich rausgehe, jetzt rausgehe, im Tram sitze oder in einem Restaurant oder sogar auch in einem Geschäft, gehe ich rein und die haben ihre Handy und da weiß ich kenne ja diese Geschichte seit 3 Jahren mache ich das mindestens mit, dann man spürt genau, die drücken, die schauen die ganze Zeit und die sind ganz ruhig. Diese Leute sind ganz ruhig. Ich merke das, ich weiß das. Das ist genau gleich auch in dieser Schreibdienst gewesen. Wie traurig ist das? Wie dumm sind diese Menschen? Das ist psychisch so ein Druck für mich. Immer noch. Ist ja klar, die machen das bis jetzt. Am Anfang sind es die Schweizer gewesen, wo diese Bemessungen betätigt hatten. Schweizer Forscher und jetzt unterdessen kommen von überall, weil ich diese, Entschuldigung, scheiß neuroendokrine Tumor habe. Der ist irgendwie sehr selten. Aber das muss man sich vorstellen. Man kommt sich so, wie soll ich das, wie Vergewaltigung? Eine psychische Vergewaltigung. Das ist traurig. Ich verstehe die Stars, ich verstehe das mit der Paparazzi-Geschichte. Okay, aber die bekommen ja Geld. Ich hingegen, man fragt mich nicht. Man macht's einfach. Manchmal würde ich ganz wütend im Tram oder ich gleich wo und da sage ich, ich wünsche euch, dass eure Familie genau das Gleiche bekommt, diese Tumorengeschichte. Das ist so schlimm, das kann man sich nicht vorstellen, oder? Ja, das ist mega, mega, mega schlimm. Wenn die mit mir würdet verhandeln oder verfragen, dürfen wir Sie bitte Ihren Tumor mit Ihnen abgeben und diese Geschichte mit Ihrem Tumor bemessen, hätte ich schon lang ja gesagt. Ich glaube, ich habe das sogar im Video schon gesagt. Ich hätte ja mitgemacht. Von Anfang weg, aber diese Schweine haben das extra nicht gemacht, wegen Versicherungsbetrug mit mir und wegen Morten Keller Suter und seiner Frau. Diese skandalöse Geschichte. Es tut mir so leid für alle Leute, wo auch Tumore haben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich der einzige, ein Einzelfall bin mit dieser scheiße Geschichte. Das tut mir so leid für euch Leute. Alles wegen Geld. Mein Gott, sind die dumm. Und das ist der Grund, wieso ich auch kämpfe. Ich kämpfe, weil ich spüre die Kraft in mir inne. Ich gebe einfach nicht auf. Ich will meine Familie das zeigen. Ich habe nie
gelogen. Nie, 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 nie. Gut, weiter. Okay, dann habe ich euch vom Schreibdienst erzählt. Moment bitte. Genau, genau, genau. Vorschick habe ich gesagt. Jetzt geht's da weiter. Und meine Familie, oh, sehr Vergewaltigung. Meine Familie, die werden mit Cybermobbing also man strahlt auf sie, Cybermobbing. Ich spüre das. Meine Töchter sind niemals. Wir hatten ein super, super gutes Verhältnis gehabt. Die haben mich immer gefragt, Mama, kommst du mit? Mama kommt. Sie hat nicht mich gefragt, zu Mama mitkommen, sogar tanzen und Bar und what alles. Und jetzt, seit diese Geschichte da passiert ist mit dieser Karin Keller-Sutter und ihrem Ehemann und der abverhängten Justiz, Zürcher Justiz, weil sie das nicht mit der Abdulani, dieser Moslem-Familie, wo ganz schlimme Sachen gemacht haben, die sind machtlos gewesen. Die hatten nichts können, die haben nichts getan, gegen sie gemacht. Und diese Abdulanis, die hatten mit mir ganz schlimme Probleme gemacht, wie die Vorgänger auch, die Nachbarn, die hatten genau das gleiche Problem gehabt mit dieser Familie. Und diese Justiz, die dachten einfach, komm, wir nehmen die Schweizerin oder der Abverhältnis. Nein, ich bin halber Eidgenoss. Entschuldigung, meine Mama ist ganz Schweizer, ganz. Wir nehmen die raus, oder? Wir machen einen riesen Plan und nehmen die alte Frau weg. Damit haben wir Ruhe, bla bla bla. Aber mit mir haben sie es. Ich darf hier nicht den Finger hochstecken. Also geht's weiter. Gut. Dann geht es weiter mit weiteren Stellen, wo gezielt auf mich geschossen worden ist. Post Zürich Flughafen. Das ist so. Postflug, diese Glattbruck, Poststelle auch, Flughafen. Dann haben wir Wallisellen am Anfang. Jetzt ist es okay, jetzt machen sie nicht mehr Probleme mit mir. Und Glattcenter auch. Am Anfang auch da Problem gehabt. Jetzt machen die auch nicht mehr mit mir Problem. Einfach Flughafenpost plus Wallisellen und plus Klappbrook. Und zwar, ich kenne ja diese Automat auswendig. Jedes Mal, wo ich jetzt immer da wichtige Dokumente musste ich kopieren, weil ich habe kein Kopierer, ich habe ja nicht führiges Geld, hatte ich diese Kopiere genau. Und es ist immer bei mir nicht gegangen. Immer. Die, da musste ich wieder rufen, die Fräulein. Und da hatte ich sogar Streit also Streit. Dann hat mich sogar, nein, ich hatte keinen Streit, aber ich habe so ich glaube, sie ist Herkunft, keine Ahnung, albanisch oder was auch immer, ist ja gleich, spielt keine Rolle und doch, vielleicht spielt es doch eine Rolle. Ähm, es ist so, dann hat sie mir beim zweiten Mal gesagt, obwohl sie weiß ganz genau, dass bei mir gezielt auf mich geschossen wird, hat sie gesagt, dann kommen Sie nicht mehr. Nein, sie hat es zweimal gesagt. Ich soll nicht mehr in Postflughafen kommen. Ich soll nicht mehr kommen. Da habe ich ihr gesagt, beim zweiten Mal habe ich gesagt, Sie, wenn Sie das nochmals bei mir sagen, dann mache ich bei euch, dann mache ich bei Ihnen eine Anzeige. Das ist ein öffentlicher Ort. Ich mache alles richtig. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr schlechte Leute sind. Also das habe ich zwar nicht gesagt, gedacht habe ich es. Ich habe gesagt, ich kann ja nichts dafür. Ihr macht Fehler mit mir, ich nicht. Man kann ja manipulieren. Ihr wisst ja das selber, technisch, Cyber. Ihr wisst genau, wie das alles geht, eben. Und so hat es mir mit mir auch abgesehen, damit ich ja nicht wichtige Dokumente nach Bern schicke, nach Obergericht und damit ich mich nicht wehren kann. Stellt euch das vor, und das passiert bestimmt nicht nur mit mir. Ich kann mir vorstellen, da draußen passiert das mit ganz vielen Leuten. Es tut mir so leid für euch auch. Gut, dann haben wir da mit dem Post und jetzt kommt Migro. Migro Flughafen. Sonst Migro, muss ich sagen, habe ich kein Problem gehabt, irgendwie im Glatt oder so andere Migro. Im Wallisellen ist okay. Aber im Flughafen,
Jetzt musste ich schon wieder einen Brief schreiben. Ich werde gezielt, auf mich wird geschossen wieder. Gezielt. Voll gezielt. Die zwingen mich. Die machen richtig, dass ich zwungenermaßen muss, würde sie sagen, zwungenermaßen muss diese Person anschauen oder diese Person. Und dann ist es so ein, das muss ich euch erzählen, das muss ich wirklich euch erzählen, das ist jetzt wirklich gravierend. Habe ich jetzt gleich einen Brief geschrieben. Ich wollte mir einen Eyeliner kaufen. Da bin ich normal an Kassen gekommen und dann habe ich ihr das gegeben und das sagte die Dame, wo da war, eben halt auch dieser Herkunft. Hatte sie mir gesagt, ähm, ich muss zurückgehen, um noch ein Eyeliner, das gleiche, mit einem Strichcode. Genau, muss ich reichen. Weil, ja, es hat keinen Strichcode gehabt auf diese Eyeliner. Und dann habe ich gesagt, nein, kein Problem, schon gut, ich nehme es nicht. Behalten Sie, ich nehme es mit. Sie hat gesagt, nein, Sie müssen jetzt hinten gehen und Sie müssen diese Eyeliner, mir eine neue Eyeliner mit Strichcode holen. Ich habe wieder gesagt, nein, nein, ist okay, ich nehme es nicht. Behalten Sie, ich will dem gar nicht. Da hat sie gesagt, nein, Sie müssen gehen. Ansonsten kommen Sie nicht da raus. Die haben mich nicht rausgelassen. Dann bin ich diese verdammte Scheiß Eyeliner bin ich holen gegangen, genau. Und da habe ich sie ihr gegeben und dann genau. Und dann habe ich mir nachher überlegt, habe ich mir gedacht, hä? Die hatte das gar nicht getippt. Wieso muss ich jetzt zurückgehen und diese Eyeliner holen? Versteht ihr das? Sie hat es gar nicht getippt, aber sie hat so Druck auf mich gemacht, dass ich mir nichts anderes möglich. Genau, so werde ich schikaniert im Mikroflughafen. Genau so. Nicht normal. Ich habe jetzt gerade wieder da diesen Brief an diese Migro geschickt. Sie hätte, und ich habe wirklich so plötzlich ein schlechtes Gefühl bekommen, dass ich jetzt etwas verbrecherisch mache. Ich muss den Stift holen. Ich durfte nicht sagen, ich will ihn nicht. Sie wollte mich nicht auf diese stellt euch das vor. Okay, weiter. Gut. Wo haben wir jetzt das denn? Moment, bitte, Post. Gerade habe ich gesagt. Genau. Und jetzt auch neu im Zebra. So Zebra, Boutique, Oerlikon. Ja, ich spüre einfach überall, werde ich schikaniert. Überall. Ich werde schikaniert. Voll. Ich kann in welche Lade gehen. Werde schikaniert. Die lassen mich nicht in Ruhe. Eine Hetzjagd auf mich, wegen diesen Karin Keller-Sutter und ihrem Worten. Gut. Dann gibt's da die Sidentia. Ihr kennt ja die Sidentia, genau. Das sind die Leute, wo mich aus der Wohnung geworfen hat. Genau, 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 genau. Ah ja, jetzt kommt wieder etwas Neues, leider. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, aber bei mir wird momentan seit circa 11 Monaten Cybersex. Wisst ihr, was das ist? Ich habe es ja nicht gewusst, mal gewusst. Anyway, ich habe mich gewehrt, ich habe jetzt die Anzeigen gemacht und das geht jetzt 11 Monaten her. Jetzt, das ist es so, ich weiß von guter Ort, dass, sehr bekannter Ort, dass da Polizei da hinten steckt. Und ich glaube, das ist Kantonspolizei Zürich. Da, genau. Und das Problem ist das, ich werde tagtäglich, Entschuldigung, vergewaltigt gegen meine Wille. Ich sage immer nein. Ich sage die ganze Zeit nein. Und man probiert mich, man stimuliert mich und ich kann gar nicht anders. Ich mir das vorstellen. Ich glaube, sie hat das schon im Video auch schon gesagt. Es kann ja diese Situation geben mit der Cybersex, aber dann sind die Leute einverstanden miteinander. Ja, das ist ja gut. Es kommt ja jetzt, diese Puppen kommen ja auch, oder? Diese Puppen. Gut für diese Leute, wo das wollen, aber wenn jemand das nicht will, und ich wollte ja, wieso soll ich das haben? Ich will ja das nicht. Ja, 11 Monaten. Gut. Habe ich jetzt auch gesagt. Genau, genau, genau. Moment bitte.
Dann ist wieder so etwas gewesen mit dem, ich weiß nicht, können Sie oder ihr dargeborene Hand? Die dargeborene Hand ist 143. Am Anfang von dieser unglaublichen Geschichte, ich habe ja niemand gehabt. Und dann habe ich so zufälligerweise irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist, denn plötzlich bin ich auf das gekommen mit der 143. Und ja, am Anfang habe ich fast jeden Tag angerufen, weil ich bin fast, ich dachte mir, äh, was für einen falschen Film laufe ich jetzt mit mir? Und es gibt ja da Leute, wo sicher gut sind, das ist so, aber es gibt auch andere. Genau, genau, genau. Und ich habe dann, es ist schon vorgekommen, dass ich vielleicht zwei, dreimal am Tag, aber nicht, ich meine nicht jeden Tag zwei, dreimal, aber das ist auch vorgekommen, weil ich bin am Verzweifeln gewesen. Ich habe niemand gehabt. Gut. Und jetzt ist es so. Ich weiß ja jetzt alles. Ich habe ja die Fäde denn durch auch andere Menschen, wo mir probieren auch helfen. Noch nicht ganz offiziell und so, aber ich weiß, dass es gibt Leute, wo mir helfen wollen. Und es geht mir auch viel besser. Und trotzdem wollte ich etwa vor, ich glaube, 5 Monaten wollte ich mal anrufen, wieder diese 143. Und ich wollte diese Leute konfrontieren und sie fragen, Entschuldigung, wieso sagt ihr mir nichts? Ich habe euch tagtäglich jedes Teil mitgeteilt. Ihr habt mein Leben gewusst. Ich habe euch alles erzählt und ihr wissen genau, dass da etwas schief läuft und ihr wisst auch genau, wer schuldig ist. Das wollte ich wissen von diesen Leuten und sie konfrontieren mit dem und sagen, wieso sprecht ihr nicht mit mir und sagt endlich die Wahrheit? Auf alle Fälle, dann plötzlich hat immer Kantonspolizei abgenommen. Ich wieder angerufen, 104.3, Kantonspolizei Zürich, ab. Da habe ich wieder vielleicht ein paar Tage gewartet. Dachte, jetzt probiere ich es wieder. 104.3, Kantonspolizei Zürich. Und etwa so beim vierten, fünften Mal habe ich denen gesagt, hallo, was läuft da? Ich will nicht Sie, ich will 143. Und sie sagten angeblich, ja, wenn das 143 überlastet ist. Aber ja, jedes Mal, wo ich angerufen habe, überlastet. Früher hat ja auch geklappt. Wieso jetzt plötzlich jedes Mal immer Kanton Zürich? Dann hatte ich das nach Bern selbstverständlich weitergeleitet. So nicht mit mir. Okay, weiter. Genau, genau, genau. Entschuldigung, dass ich zwischendurch leider schnell lesen muss. Gemeldet, das habe ich. Genau, genau. Und dann gibt es wieder eine Stelle, diese IPW. Ihr wisst ja da, diese Psychiatrie, IPW Embrach. Die haben auch, das ist ja das erste Ort, wo sie mich hinterhältig, ohne mein Wissen, ohne meine Erlaubnis, hatten die mich vorwarnt in die Psychiatrie für 6 Wochen gegen meine Wille. Sie haben Freiheitsberaubung mit mir gemacht. Ich habe ja nichts getan, genau. Und jetzt sagte sogar dieser Herr, wo mir nachher weiters betreut hat, ich sage jetzt von mir aus nicht der Name, er hat mir gesagt, sie hatten ja auch Medikament bekommen, wo es ihnen gut getan hat, wegen ihrer Tumor. Hä? Entschuldigung, das will ich euch zeigen. Ich will ja nicht frech werden, aber ich zeige, Entschuldigung, wartet jetzt schnell. Moment, bitte. Ich zeige euch, damit ihr auch wirklich mir glaubt. Moment, ich muss schnell sagen. Da unten bin ich geschnitten worden. Entschuldigung, dass ich meine Fett zeige. Hier unten, sehen Sie den Schnitt? Einfach, dass ihr mir glaubt. Ich habe Operation gehabt im Dünndarm. Entschuldigung, excuse, ich wollte nicht, aber damit ihr mir glaubt, dass ich nicht einfach Kacke erzähle. Und, okay, so viel zu diesem Thema. Den Tumor habe ich immer wieder. Der ist ja wieder Schnitt, angeblich raus. Nee, der ist immer noch da. Gut,
IPW. Und IPW Glattbruck hat auch Dreck am Stecken. Genau, alle diese Leute. Gut, jetzt gehen wir weiter da. Letzte Blatt, das ist der letzte Blatt. Dann kommt die Ombudsstelle Kanton Zürich, der Herr Traxler. Ich habe den alles erzählt, bei denen habe ich alle meine Unterlagen kopiert, Unterlagen geschickt und. Nie jemand hat mir geholfen, nix. Patientenstelle Zürich, Frau McNeil, die hat niemand. Diese Tag, mit der Dame habe ich gehabt, Kontakt von Tag weg an in diese Psychiatrie. Ich hatte hier niemand. Ich wusste hier nicht überhaupt, wieso stecke ich jetzt in diese scheiß Psychiatrie? Für was? Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Psychopharma. Nie. Das einzige Mal, wo ich in der Psychiatrie war, wegen mir selber, weil ich diese doofe Klaustrophobie habe. Und da dachte ich, ich möchte jetzt endlich mal probiere, dass es mein Leben ein bisschen besser ist, dass ich in den Lift traue, dass ich in einen Zug, genau, Tram, manchmal bekomme ich auch da plötzlich Panik über und. Das ist das einzige Mal in meinem ganzen Leben. Ich habe noch nie etwas von Psychopharma bekommen. Und ich stecke mich da rein. Gut. Ich habe bis heute noch nicht Psychopharma. Nix, gar nichts. Dann haben wir gesagt, Neil, dann ist Krebsliga, die sind auch, die haben mir auch nicht geholfen. Die konnten mir auch ein bisschen mehr. Und niemand hat mir je erzählt, weswegen diese Theater. Niemand! Stellt euch das vor, wenn jemand einmal doch, stopp. Aber nicht Zürich. Genau. Das erste Mal Solothurn. Und das allererste Mal in Deutschland, Three Engels gewesen. Ich glaube, sie hat das auch schon gesagt. Und dann eben in Solothurn. Dann bin ich langsam, auf der richtige Spur gekommen. Aber Zürich, niemand. Weiter geht's. Dann haben wir Oberstaatsanwaltschaft. Ich hatte sogar bei der Oberstaatsanwaltschaft, hatte ich es sogar, weil bei mir ist immer wieder eingebrochen in der Wohnung mit dem Schlüssel. Man hat ja diese Schlüssel, ja, Tochter hat man es gestohlen, wo ich jetzt hier bin, bei ihr, und dann hat man es nachgemacht und dann so ist man in meine Wohnung reingekommen und auch da bei ihr auch. Alle, wir haben ja Austausch, meine Töchter und ich, oder? Genau. Und so können sie immer da oder hatten sie meine Berichte, meine ärztliche Befunde und hatte das alles können. Und sie haben es genommen. Glaub mir, das ist kein Witz. Die haben mir so viel von meinen wichtigen Dokumenten gestohlen, damit ich nicht beweisen kann, der ganze Scheiß mehr. Entschuldigung, excuse. Okay. Ähm, genau. Also, aber Staatsanwaltschaft. Winterthur Staatsanwaltschaft ist drin. Ich habe das gesagt, wegen Zürich, wegen Cybersex habe ich gesagt, genau. Dann kommen wir zu Spitäler. Das wäre einmal Hirslanden, das ist der Professor, wo mich operiert hat. Ich weiß nicht, ob ich sage es jetzt einmal, Professor Schöb. Dann diverse Ärzte da, bin ich auch gewesen in Hirslanden, auch sogar in Bern in Hirslanden bin ich gewesen. Dann bin ich im Unispital, USZ, Ärzten, Rheuma-Abteilung, Poliklinik-Abteilung, Immunologie-Abteilung, Gastro-Abteilung, immer in Notfälle, weil ich hatte so brutale Schmerzen, immer wieder. Und ich sage das jetzt schnell, mir ist immer aufgefallen, die hatte mir immer diese Manschette angelegt. Und nach dieser Manschette, ich habe es auch gespürt, wie das gebissen hat in meine Haut, so wie brennen. Plötzlich Entschuldigung, auf einmal hat es da gebrannt. Zuerst dachte ich, hä? Aber dann ist mir ganz schnell gekommen, mir ist tipptopp gegangen, dann irgend so eine Woche oder 2 Wochen ist mir wieder gut gegangen, bis natürlich das nächste Anfall wieder. Immer so, hatte mir einfach Manschette. Nichts gesagt. Wisst ihr, wie traurig das ist? Einfach nichts sagen, aber hinterhältig
Sie wussten, ich habe den Tumor, hinterhältig mir schnell da. Also, so nicht. Weiter. Das wäre genau, da bin ich beim, kann ich sagen, Polyklinik, Immunologie bei der Unispital. Sogar bin ich dort, ich war sogar im Gastro im Unispital. Überall bei denen. Niemand hat mir etwas gesagt, nix. Trimli-Spital, immer alles, immer Notfall, weil es immer so schlimme Schmerzen gegeben hat, genau, gegeben hat. Beim Trimli-Spital, das ist das erste Mal, wo es entdeckt wurde in meiner Lunge, 2011, diese Sarkoidose, wo nachher eben diese Neuroendokrino-Tumor gegeben hat. Weil man hat mich nicht behandelt. Niemand hat mir geglaubt oder was auch immer. Und man hat mir einfach ignoriert, Geld eingesagt, aber wurscht. Mein Geld haben Sie genommen für die Krankenkasse. Ah ja, oder? Aber mir helfen? Nein. Okay. Und doch, diese Cortison-Tablette, ich habe sie schon gesagt, 7 Jahre lang und dann plötzlich Sturz, Blut aus der Nase. Dann war fertig bei mir diese Cortison. Gut. Jetzt habe ich gesagt, und dann gibt's Spital Weid, war ich. Immer Notfall, immer. Spital Bülach, Notfall. Bei der Bülach bin ich sogar in Frauenklinik gewesen, genau, weil ich sehr starke Schmerzen im Vaginalbereich habe. Genau, ich komme jetzt gleich noch darauf. Ähm, Spital bin ich auch in Winterthur gewesen. Ich bin in Uster gewesen, Spital. Niemand hat mir was gesagt. Spital Luzern bin ich gewesen. Ich bin Spital Basel leider überall. Jetzt komme ich noch zum St. Gallen. Am St. Gallen Spital bin ich ziemlich am Anfang gewesen. Das ist schon länger her. Ich glaube, seit so 6 Jahren. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, ich habe meine eigenen Dokumente mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, dass mir sehr schlecht geht. Und da habe ich sogar Befunde bekommen, wo ganz deutlich man gesehen hat, dass da gemuckelt worden ist, also gemuckelt, dass ich einen Tumor hatte. Und da habe ich meine selber dann aus welchem Grund bin ich dann irgendwie gegangen, habe gemerkt, oh nein, ich habe jetzt die Dokumente irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht alles retour bekommen, genau. Da habe ich mich angerufen da und gesagt, bitte darf ich meine originale Dokumente wieder haben. Das gehört mir. Und da hat es ein riese Theater gegeben, der wollte das nicht. Eben schon dann hat es schon angefangen. Der wollte das nicht retour geben und ich habe es auch nicht retour bekommen. Ich musste sogar dort, Anzeiger, Zeitung habe ich dann mich gewendet mit einer sehr nette Dame. Sie wollte mir helfen, irgendwie, ja. Mein Gott. Okay, dann geht's weiter. Permanence. Permanence Zürich, Permanence Oerlikon. Sag ja. Alles Notfall, alles Manschette. Aber nicht mit mir sagen, Frau Beugert, wir geben Ihnen jetzt eine Manschette, Sie bekommen jetzt Medikamenten. Das ist für Ihre Tumor. Nur, dass Sie das wissen. Nicht. Nix, null, nix. Dann, Moment bitte. Luzern, St. Gallen habe ich gesagt, Basel, habe ich alles gesagt. Genau. Moment bitte. Und jetzt der letzte Mal, wo ich ah ja, Osterspital auch, war ich auch. Da hat's, genau, Osterspital auch. Dann, das letzte Mal bin ich jetzt beim Professor Gastroenterologe Wawrinka. Und da hatte ich mich wieder darmspiegelig gemacht, damit man sieht, dass es wieder losgeht mit der Schmerzen, unerträgliche Schmerzen und. Und der Befund hat, sie sagten, ich habe nichts. Ich habe nichts. Und dabei, ich sage euch, jede Nacht, wirklich, es fängt langsam mit Schreien und Brüllen an.
vaginell, ich halte es fast nicht mehr an, weil das eben geht am Gebärmutter. Ich nehme an, ich hoffe, das ist, ich hoffe, man hat diese Polype rausgeschnitten, Bern, keine Ahnung. Ähm, genau, jetzt geht dieses Theater wieder los. Moment, wo bin ich gewesen? Wawrinka. Und der hat gesagt, alles Gute bei ist das vor einem halben Jahr circa gewesen. Das stimmt alles nicht. Ich habe Durchfälle. Ich zittere hin und her. Wie gehabt, wie der neuroendokrine Tumor ist. Karzinoidstücke. Gestern, Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich habe grüner Stuhl mit sehr dunkel auch noch. Fast schwarz, grün und dunkel. Ich kenne diese Stuhlgeschichte. Ich habe tagtäglich fast jeden Tag, Entschuldigung, wo ich gemacht hatte, habe ich gesiebt. Ich wollte wissen, was da drinnen stecken, weil ich wollte einfach beweisen, dass ich nicht lüge. Jeden Tag habe ich meinen Stuhl gesiebelt. Das ist nicht normal. Noch was. Diese Leute wollten mich auch mindestens viermal, ja, morden. Es ist so. Sie wollte mich loswerden, eben weil ich so kämpfe und nicht aufgeben. Stellt euch das vor mit so, ich dachte, das war Propofol, aber das ist es nicht. Das ist eine andere Medikament. Und ja, mein Herz, Jesus Gott. Zum Glück habe ich immer, das ist mal einmal im Essen gewesen, das ist einmal im Dessert gewesen. Haben sie sogar in meine Zigarre, ich rauche Zigarre, das hatten sie sogar. Ich habe es gesehen, in meine Zigarre haben die das reinge. Da ist ein Notarzt zu mir heimgekommen und der wollte mich ins Spital stecken, ja, weil er hat gesagt, ich habe nur erbrochen. Jesus Gott, ich habe noch nie in meinem Leben so fest erbrochen. Genau. Wie bitte? Für was halte ich jetzt hin? Für ein anderer Schweinehund oder sein Glied nicht selber im Griff, ja? Eben für diese für die Pornografie. Nur weil ich Bisco melde, you know, ein unschuldiges Kind wollte ich retten irgendwie. Ich habe immer an die Wände gestopft. Ich dachte, die hören auf. So ist es. Gut, jetzt komme ich zum Schluss. Ihr habt jetzt lange danke vielmals bis jetzt zugehört. Ähm, Es ist so. Erstens, ich brauche einen Tumorspezialist, weil hier in Zürich, ihr kennt jetzt hier die Geschichte, ich getraue mich nicht, ich fühle mich hier nicht ernst genommen, ist ja klar, was ich jetzt alles aufgezählt hatte. Und ich brauche dringend, weil es geht mir wirklich jetzt immer schlechter und schlechter. Man sieht es auch. Und die Schmerzen und. Immer das Gleiche mit der neuroendokrinen Tumor. Symptome. Genau. Ich wäre mehr als dankbar, wenn irgendein Arzt bitte sich würde melde bei mir und ja, Therapie, was auch immer, vielleicht irgendwann mal operieren, keine Ahnung. Ich, Es ist so weit, dass ich es fast nicht mehr aushalte mit Schmerzen. Es gibt irgendwie nette Menschen, wo mir sonst helfen, irgendwie durch den Tag, dass ich durchkomme, aber das reicht leider nicht mehr. Der ist jetzt wieder groß. Okay? Das wäre das erste Problem, das ich habe. Und das zweite Problem ist, meine Tochter hat mich ja 27. Februar hat mich ohne Grund aus der Wohnung geschmissen. Ähm, Jetzt hat sie gesagt, ich darf bis Ende Monat bleiben. Es sind noch 3 Tage. Ich verstehe sie. Sie will ihres Leben wieder haben. Ich verstehe das ganz und voll. Ähm, genau. Ist jemand da draußen, wo mir eventuell eine Wohnung, das ist Klappbruck. Meine eine Tochter, sie wohnt in Dübendorf. Die da wohnt in Klappbruck, jetzt, wo ich jetzt hier bin. Und eine Tochter wohnt im Hirzenbach. Da beim Altried.
Vielleicht, wenn irgendjemand eine Wohnung wisst, ich will ja nicht weg von meinen Töchtern. Warum? Warum soll ich gestraft werden? Hä? Sie haben mir einfach ohne Grund rausgeschmissen. Zugunsten dieser Muslimfamilie, diese, wo Kinderpornografie gemacht hatte, die dürfen dort weiterbleiben. Ich nicht. Und dann der Schluss ist, durch das, dass ich habe es ja gesagt, ich bin ja in Amerika geboren, und ich habe noch meine American Certificate, das ist ja in meiner Wohnung gewesen. Die hatte natürlich, die Betreibungsamt hat alles reingepackt. Ich bin ja nicht, ich dürfte ja nicht dabei sein. Stellt euch das vor. Also habe ich keine Kontrolle. Ich weiß, dass man hat sowieso ein paar Sachen gestohlen. Das ist so. Man hat Sachen gestohlen schon. Und auch bei dieser Sache, ich weiß nicht, ob die das vielleicht, was auch immer, keine Ahnung. Fakt ist das, man kann es beweisen. Auf alle Fälle, das wäre der größte Wunsch, bitte, wenn, dass ich diesen Fall hier ähm, Entschuldigung, Moment, darf ich es bitte schnell? Bei einem, ach, wo habe ich es jetzt geschrieben? Excuse, beim International Komitee, bei einem International Komitee untersuchen, dass man das könnte untersuchen. Ich schwöre euch, es gibt überall gibt's, Dokumente. Also viele Orte haben es bestimmt nicht fortgeschmissen, viele andere Orte ja. Aber ich lüge nicht. Sonst würde ich hier nicht schon wieder den sechsten Teil machen. Noch was. Ich will kein Geld. Das heißt, doch, für die Zeit, wo ich in der Psychiatrie oder die Zeit, wo ich jetzt habe, meine Familie müssen verzichten, die Zeit, wo ich nicht dürfen, meine Familie kochen, ihnen zeigen, wie man das und das und das macht. Ich sage ja, die haben extra so gemacht, dass wir uns entfernen. Genau. Das will ich das haben. Die Schreine. Voll. Aber sonst will ich nichts. Nur, dass das aufgedeckt wird und dass die Leute, wo für diese Schweinerei bezahlen müssen. Justiztürcher, wo es nicht hingekriegt hat mit dieser Abdulani, dieser Muslimfamilie, diese Schlimme. Das ist ja ein Dokument im Rundschau gewesen, ein Dokumentarfilm über diese Rockerbandi, Muslimschaft, Rockerbandi. Und diesen Sohn habe ich da gesehen. Ist so. Genau. Okay. Zuletzt möchte ich nur noch sagen, wenn es jemand da draußen gibt, wo mir glaubt, was ich erzähle und einfach helfen. Ich will nichts anderes als meine Familie, dass die mir das glauben und dass diese Schweine zur Rechenschaft, genau. Und ich hoffe, dass ihr euch nie so etwas erleben müsst, so ohne Grund. Ich weiß, es gibt schlimme Schicksale. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, wo hinter Gitter kommen in der ganzen Welt, wo nichts getan, dass ich kann spüre jetzt, was die armen Leute machen. Oder das, was in Israel passiert ist. Oh mein Gott. An die 7. Oktober. Nicht normal. Okay, ich mache jetzt Schluss. Ist gut. Ähm, 7. Mal. Wir hoffen, es gibt kein 7. Mal. Und doch, ich sage, doch, ich muss ja sagen, wie es weitergeht. Vielleicht geht es auch ein bisschen schöner weiter. Wegen Tumor vielleicht das. Aber mal, ich mache weiter. Ich sage euch, ob etwas passiert ist bei mir. Okay. Also, ich habe euch lieb und danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch schöne Nacht und gute Nacht und alles Gute. Ciao zusammen. Tschüss. Abstellen, Geschichte. Achtung.